Hallo und willkommen auf unserem YouTube-Channel. In unserem nächsten Panantukan Technik-Clip, das wir euch da zeigen, versuchen wir euch die Headlocks und Würgetechniken zu zeigen. Das ist eine kurze Kette an unterschiedlichen Techniken und Positionen. Die Idee ist, dass wir versuchen, aus einer ganzen Applikation immer Teile rauszunehmen, dann in den Feinheiten schleifen können, dann wird unsere ganze Applikation, unsere Technik besser. Das zweite ist bei Ketten, dass wir die Verknüpfungen schaffen, von einer Technik in die andere fließend überzugehen, was natürlich ein wichtiges Konzept ist in unserem System und damit die Fertigkeiten besser werden. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Clip. Wenn ihr Spaß habt, dann vielleicht shared das Clip und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne als Kommentar dazu schreiben. Ja, also dann viel Spaß. So, wir starten mit der seitlichen Halsklammer. Seitlich heißt, dass wir frontal in die gleiche Richtung schauen zu unserem Gegner und versuchen da den Kopf hier zu kontrollieren. Das ist eine Variante daraus. Ja? Jetzt zum Haltegriff. Wir versuchen da unsere Daumen fest anzupressen, um da diesen Grip zu halten. Warum? Wenn ich jetzt so greife, dann erstens einmal einen schlechten Winkel von meinen Händen und zusätzlich hat er natürlich den Vorteil, dass ich meine Finger leichter attackieren kann. Das heißt, wenn ich sie zusammenpresse und da drauf gehe, habe ich da die Möglichkeit, da zu kontrollieren. Es ist manchmal nur eine Übergangsposition, weil von der Position, wenn ich kurz einmal eingestiegen bin, kann ich sehr gut manipulieren danach und bringe mich dann in eine bessere Position. Aber wichtig ist einmal, dass ich die Position gut beherrsche und da eine richtige Handposition auch habe. Wichtig ist natürlich auch, dass wir eine gute Beinposition haben, dass wir nicht aufrecht sind, dass wir da das Gleichgewicht ein bisschen nach vorbringen, dann hat er nicht so viel Kraft. Jetzt von da wechseln wir direkt, kontrollieren da relativ lang und rutschen da in die Guillotine rein. Bei der Guillotine rutschen wir relativ eng ein und bleiben da mit unserem Daumen-Wurzelansatz da drinnen und bleiben relativ eng. Dann sieht man das da vielleicht ein bisschen besser. Also nicht ganz durch, sondern in die Position. Da ist wieder derselbe Griff und wir rutschen dann quasi mit unserer Faust da nach oben und haben da mehr Druck am Kehlkopf. Dann checken wir kurz die Schulter, greifen da zum Gesicht und manipulieren den Kopf nach hinten, sodass wir dann quasi wie ein gekreuzten Griff da haben. Und durch das nach oben ziehen öffnet sich da die Lücke und wir können da mit unserem linken Arm ganz durchrutschen. Dann haben wir die Position, da gibt es dann verschiedene Unterpositionen, auch von Würgetechnik, ich zeige jetzt immer diese Mataleone-Technik und haben da diese Kontrollposition, wo wir unsere Finger wieder schützen, durchgreifen und da Druck machen auf die Karotis und natürlich hinten auch wieder zumachen. Ja, das heißt, ich bin dann so drin und schiebe das nach vor und drücke da zusammen. Dann habe ich quasi mit Mataleone. Jetzt rutsche ich in die seitliche Würgeposition, schiebe den Arm nach oben, drücke den Kopf da zur Seite und rutsche da wieder ein. Dann haben wir die Position, dass wir auch wieder da den Ansatz haben, greife wieder her, habe wieder mein Griff und bin relativ eng. Was ich mache, ich presse mit meiner Schulter seinen Kopf zu mir mit dem Arm und habe da den Job. Wenn ich das nicht schaffe, weil er relativ groß ist, vielleicht schaffe ich es, dass ich ganz durchgreifen tue, dann kann ich quasi wie ein Mataleone machen, nur von der Seite, greife auch wieder da meinen Bizeps und greife da zu seinem Arm und kann da wieder Druck machen, stehe seitlich zu seinem Körper, kann da als Beine manipulieren, wenn ich will, kann auf seine Zehen stehen, dann kann ich mir nicht so leicht mein Knie attackieren und habe quasi da meine Position. Jetzt wechsle ich wieder da nach vor, schiebe den Arm zur Seite, dann sieht man das wieder besser und rutsche gleich wieder in meine seitliche Bügelposition. Und dann komme ich in meine Guillotine, wechsel, rutsch durch, habe meine Mataleone, immer kurz festigen den Griff, ob er passt, da fahren wir durch, drücke den Kopf da mit der linken Hand zur steilen Schulter und haben wieder da den Griff, schiebe wieder zur Seite, rutsch nach vor und habe den. Jetzt haben wir eine sehr gute Position. Jetzt kann man natürlich auch ein bisschen variieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt da, wenn ich merke, dass ich jetzt da beißen will, kann ich auch da mit der Faust hergehen und drücke mit der Faust direkt aufs Gesicht. Und jetzt drücke ich quasi mit der Faust
das Auge nach innen und habe da wieder die Kontrolle. Rutsche da durch. Wichtig ist, dass ich da jetzt mehr Gewicht auf ihn lege und kann er mit da nicht so gut kicken und kann da relativ gut drüber gehen. Kann aber direkt übers Gesicht gehen und habe da die Position, kann er da checken. Das heißt, wenn ich mehr Kraft habe, dann kann ich da mehr kontrollieren und habe da wieder Kontrolle oder gehe da auf den. Jetzt wechsle ich, bin wieder nach hinten, gehe in die Position. Wenn ich die Mataleone nicht machen will, dann kann ich natürlich auch eine andere Würgetechnik eingeben, kann da würgen, wenn ich mag. Oder habe dann später vielleicht die Variation, kann ich genauso wechseln. Ja, also es ist nicht wichtig, nur in einen zu gehen, so kann er die Varianten nehmen. An der seitlichen kann ich da wieder einen ganzen Griff nehmen und habe da Kontrolle, da greife ich den Arm und jetzt kann ich da relativ gut zusammendrücken. Rutsche da wieder nach vor und bin wieder in meiner Position, wo ich da den Headlock habe. Also wie gesagt, die Kontrolle des Kopfes ist also möglicherweise eine fixe Kontrolle oder wir versuchen das als Übergangskontrolle zu nehmen, um später dann in eine andere Position zu wechseln oder von dort unsere Distraction zu machen oder Takedown. Wenn man dann die Kette kann, das haben wir uns eine 4 Techniken, kann man mit den Techniken natürlich auch spielen. Ja? Das heißt, ich kann zum Beispiel wieder auffangen in der Position, jetzt manipuliere und gehe direkt in die Position oder die Position, die ich haben will, kann dann wieder wechseln, bin auf der linken Seite, rutsche wieder rein, habe wieder die Position, gehe nach vor, habe wieder die Position, kann nach hinten kommen, dann wechsle ich, bin in der Position, kann wieder wechseln, komme nach hinten, habe die Position, kann dann da wieder in die seitliche Halskammer, gehe wieder nach vor, wechsle wieder, bin wieder da. Also ich kann dann durchaus diese ganze Kette wieder mischen und von einem Griff in den anderen gehen. Das nennen wir Grip to Grip, das heißt wir gehen von einem Grip zum anderen und kriegen so einen guten Flow zusammen. Unsere Griffstärke wird natürlich besser und ich kann immer alternativ Techniken trainieren und anbieten, die, wenn die eine nicht funktioniert, locker dann in die andere fließen wird. Das ist eines der Verknüpfungen, die wichtig sind für unseren Kopf, damit wir halt schneller lernen und flexibel sind in unseren Applikationen. Ja, das ist unsere kurze Kette mit den Headlocks. Wir versuchen die Ketten bei den Clips, die wir da zeigen, kürzer zu machen und die wesentlichen Aspekte zu zeigen. Wir haben natürlich längere Ketten auch und komplexere Techniken, aber ich denke, in den Rahmen ist es sehr gut zu zeigen. Es ist ja nicht so schwer nachzuvollziehen. Man kann innerhalb der Kette kann man auch nochmal wechseln und Spaß haben jetzt da und unterschiedliche Griffe machen. Wenn euch das gibt gefallen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unser Like gebt. Ihr könnt das sharen. Und ja, wir hoffen, dass wir uns einmal sehen. Vielleicht bei einem Seminar oder kommt zu uns ins Studio. Ja, danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.